Als ich die Torten auf den Tisch gestellt habe, Leute, die war sofort weg. Nicht, dass gerade noch ein Zettel dran war, verputz mich Torte, aber ich glaube schon, weil die ist sowas von lecker. Und die habe ich schon ein bisschen kalte Butter aus dem Kühlschrank. Dann brauchen wir noch ein bisschen Mehl, weil los geht's mit dem Mürbeteig. Noch ein bisschen Zucker dazu und dann ein bisschen Vanillezucker. Auch das Griesele Salz nicht vergessen, gell? Dann habe ich noch ein bisschen Backpulver. Ich weiß, da kommt normalerweise keins rein in den Mürbeteig. Diesmal aber schon, dass es ein bisschen fluffig ist. Und dann brauchen wir noch ein Ei und alles schön mit den Händen verkneten. So, gucke mal, was für ein schöner Mürbeteig. Und jetzt müssen wir auch gleich den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze, ne? Und was ist jetzt da? Wieso habe ich jetzt hier kein Licht? Deutschland. Ballungszentrum. Ofen. Eine Frau. Eine Mission. Hallo? Wo ist denn da das Licht? Wo sind da die Lampen? Oh ja, da oben in der Ecke. Kann man das abdrehen oder was? Ah, super. Jetzt kommt die Supermechanikerin Joanna. Schaut mal mein Lämpchen an. Gott sei Dank es nicht durchbrennt, weil das ist hier so weißlich. Seht ihr das? Weil da hat nämlich wahrscheinlich das Halogenlämpchen Haarriss gekriegt. Haarriss und dann ist das Drehchen verglüht. Gott sei Dank, da brauche ich einfach bloß ein neues Lämpchen. Back mal halt heute einfach im Dunkeln, ne? So, und jetzt braucht die Joanna dann auch ein Springförmchen. Und da habe ich für euch einen super Tipp gekriegt wegen Backpapier. Weil das habe ich mir immer so rund zugeschnitten für den Boden. Muss man gar nicht. Wir legen es einfach so drüber, dann den Springformrand drauf und dann zudrucke. Und schon ist es auch fest. Gucke mal, wie so eine kleine Trommel hält auch. Und jetzt tun wir den Mürbeteig da schön reindrucken. Und diesmal braucht ihr den Teig bloß an den Rand schieben, also nicht nach oben ziehen, gell? Und dann geht's auch schon gleich weiter ans Äpfelchen schälen. Und da habe ich so ein paar schöne feste Backäpfel, da könnt ihr Boskop nehmen oder Elster, je nachdem. Und die müssen wir so ein bisschen klein schneiden und die drücke ich dann hier durch meinen Alligator, sag ich immer. Jetzt brauche ich noch ein Messer, da ist, ne? Tu da einfach so vierteln, tu das Gehäuse raus und dann machen wir die erst mal klein. Und dann können wir jetzt auch schon nebenbei gleich den Weinpudding kochen. Dazu habe ich einen feinen Weißwein. Davon gieße ich ein bisschen was in die Kasserolle. Und das erhitzt man auch gleich. Dazu gebe ich dann auch noch ein bisschen Zucker. Ach, herrlich. Das wird so lecker. Das riecht, kann ich euch sagen, einmalig. Dass das schon mal heiß wird. Und der Rest, da kommt dann Pudding rein. Jetzt machen wir erstmal die Äpfelchen schnell fertig. So, jetzt kocht der Wein dahinter schon gleich. Jetzt müssen wir hier ins Puddingpulver den Rest gießen und auch schön verrühren. Ofen ist auch schon vorkeitsfertig. Mensch, eine Action, das geht wieder so schnell. Ich möchte ja bloß wissen, wieso das rot ist. Ich habe doch keinen Erdbeerpudding gemacht, oder? Aber das sehen wir gleich. Nee, das war schon Vanille, ne? Jetzt kocht der Wein, jetzt nehmen wir den kurz mal weg. Und dann gießen wir das da rein. Und alles schön unrühren. Und hoffe ich, das wird wieder helle hier. Weil die Äpfel sind ja schon an der Schale rot. So, jetzt macht die Joanna hier drüben weiter. Das ist echt 2 Baustellen immer. Aber es ist normal bei euch auch, wa? Frauen sind immer an 2 Baustellen irgendwie beschäftigt. Geht's euch auch so? Ich bräuchte noch einen Assistenten vielleicht. Möchte jemand meinen Küchenassistenten machen zum Umrühren oder so? Es wird schon wieder hektisch. So, guck mal, das wird jetzt richtig schön dick und gelb. Jetzt lassen wir es mal noch so ein bisschen aufkochen, wie beim Pudding auch. So 1 Minute schön weiterrühren. Und das riecht so gut nach Weincreme. So Weincremetorte. Ach, das ist ja Verputzmischtorte, ne? Da werdet ihr sehen, wie schnell die weg ist. Die ist das absolute Highlight bei uns im Moment. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, ne? Diese Äpfel hier, die werden überhaupt nicht braun, die man so zu kaufen kriegt. Ich kenne das noch von früher aus dem Garten, ne? Als Kind hast du Apfel vom Baum gepflückt, hast einmal nein, bisschen wieder hingeschaut, war er braun. Und beim zweiten Mal hatte ich eine Made angeguckt. Und jetzt gießen wir dann unseren heißen Weinpudding da rein und tun das alles schön unterheben. Schon mal kurz ein bisschen was wegräumen. Dann brauche ich noch ein Löffelchen. Hier das ist auch ein bisschen weg. Eieieiei. Ich habe aber auch keinen Platz in meine kleine Küche hier. Und dann geben wir dann unser schönes Wein-Apfel-Gemisch da oben rein. So, und dann noch ein bisschen glatt streichen. Schön gleichmäßig. Und das duftet, wenn ihr das riechen könntet, einmalig. Und das kommt jetzt für 70 Minuten in den Ofen. Guck mal, die Joanna hat natürlich hier schon mal einen vorbereitet. So sieht es dann aus, wenn er gebacken ist. Der war jetzt auch schon draußen, ist da ein bisschen abgekühlt. Dann habe ich noch mal eine Stunde im Kühlschrank, dass er so richtig schön kühl ist. Und jetzt löst man mal aus der Form und dann platziert man auf der Torteplatte.
jetzt habe ich hier eiskaltes Schüsselchen aus dem Kühlschrank, ne, weil Sahne schlagen, wisst ihr ja, muss immer alles sehr, sehr eisekalt sein. So wie auch die Sahne. Und die schlagen wir uns jetzt noch so richtig schön steif. Und damit die auch so richtig schön hält, habe ich hier wieder ein bisschen Sahne steif und Zucker drin, ne? Löffelweise mit dazu. Und wer mag, auch noch vielleicht so ein kleines Teelöffelchen voll Vanilleextrakt. So, schau, und die Sahne ist fertig. Und jetzt kommt sie dann ab auf den Kuchen. Dann erst ein bisschen grob verteilen. Und dann wisst ihr ja, dann nehmen wir dann unseren Glattstreicher und machen alles noch so richtig schön grad. Ach, das ist doch echt was Herrliches, kann ich euch sagen. Und so geht's noch mal in den Kühlschrank. Leute, ich kann euch versprechen, euch wird's nicht anders gehen wie mir. Kaum auf den Tisch, zack, verputzt. Ciao, macht's gut.